Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Quick-Tipp von Schuster Automobile. Wie ihr vielleicht gerade im Titel schon gelesen habt, in diesem Video muss ich mich tatsächlich mal bei euch entschuldigen. Und zwar erzähle ich schon seit über einem Jahr meinen Kunden und Zuschauern, dass es beim CX-60 keinerlei Hands-Free-Funktion mehr von der Heckklappe gibt. Das ist die Funktion, bei der man mit einer Fußbewegung die Heckklappe öffnen kann. Super praktisch, wenn man zum Beispiel gerade seine Einkäufe noch in der Hand hat und nicht den Schlüssel hinlangen kann. Und jetzt passt mal auf, was passiert. Jetzt geht diese Heckklappe doch tatsächlich mit meinem Fuß auf. Und ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich da gestaunt hatte. Und fairerweise muss ich auch dazu sagen, ich habe es noch nicht mal selber festgestellt, sondern ein Zuschauer und Kunde von uns, der kürzlich seinen CX-60 abgeholt hat, ruft mich ganz aufgeregt an am Abend und sagt, wissen Sie was, bei mir funktioniert diese Hands-Free-Funktion. Wir hatten uns nämlich bei der Auslieferung noch unterhalten, dass es das leider nicht gibt. Wir haben es aber nie probiert. Und genau wie mit den anderen Kunden eben nicht, man ist einfach davon ausgegangen. Und dann sage ich, Mensch, schick mir doch mal ein Video. Dann sehe ich tatsächlich, dass das funktioniert. Ich bin dann gleich zu unserem Vorführwagen gerannt, habe es probiert, funktioniert. Ich habe alle Kundenautos auf dem Hof probiert, funktionierte einwandfrei. Ich war wirklich so extrem überrascht. Und wenn ihr jetzt denkt, ja, wieso weiß ich denn das nicht? Das ist doch klar, ihr habt es vielleicht schon gemerkt. Es gibt bestimmt auch noch ganz viele Zuschauer, die auch von ihrem Mazda-Händler gesagt bekommen haben, tut mir leid, diese Funktion können wir nicht mehr anbieten. Denen ging es dann ganz genauso wie mir. Und ich muss auch kurz erklären, wie es eigentlich dazu kam, damit man als Kunde das auch besser verstehen kann. Hintergrund der Sache ist folgende: Dieses Auto wurde Mitte 2022 ja auf den Markt gebracht und damals konnte man gegen Aufpreis ein Paket dazu buchen, wo diese Hands-Free-Funktion vorhanden war. Wurde auch super gern von euch genommen. Dann kamen allerdings zwei Besonderheiten. Wir hatten einerseits Chipmangel, Ukraine-Krieg und gleichzeitig noch den Auslauf der BAFA-Prämie. Und dann kam Mazda in die Bredouille und zwar hatten wir super viele Bestellungen, die man noch hätte produzieren können, aber genau an diesem Sensorkabel hat es dann gescheitert. Und zwar musste man dann eben die Entscheidung treffen, sollen wir jetzt diese Autos noch produzieren, aber dann eben einzelne Fahrzeuge ohne dieses Sensorkabel oder bekommen dann eben diese Kunden ihre BAFA-Prämie nicht. Man hat sich dann eben entschieden und sagt, nein, wir produzieren die jetzt. Die Kunden, die eben diese Funktion nicht bekamen, haben einen Gutschein bekommen. Und zusätzlich hat man dann auch noch entschieden bei Mazda zu sagen, nein, den Diesel bieten wir grundsätzlich mal ohne dieses Sensorkabel an, um eben so viel wie möglich Bestellungen mit dem Sensorkabel abwickeln zu können. Und gleichzeitig ist das Ganze dann auch im Oktober 2022 komplett aus der Preisliste verschwunden. Für uns als Händler war also klar, okay, Mangel an Material, unzuverlässig, Mazda hat es praktisch rausgeschmissen, war ja auch nicht mehr in der Preisliste vorhanden, hat keiner mehr drüber geredet, also müssen wohl alle Mazda CX-60 Plug-in diese Funktion nicht mehr haben. Wir haben das auch wirklich nicht mehr in Frage gestellt, das ist auch der Grund, warum ich mich wirklich entschuldigen muss. Ich habe mich nicht hingestellt und habe es probiert, nein. Ich habe einfach gedacht, ja, es steht nicht mehr drin, also gibt es das auch nicht mehr. Man hat ja so viel darüber geredet, auch vorher. Und tatsächlich gibt es das aber. Ich habe dann auch bei Mazda mal nachgefragt, natürlich, warum habt ihr uns denn nicht informiert, warum schreibt ihr das nicht in die Preisliste rein? Das ist doch ein cooles Feature. Die Kunden würden sich freuen, haben vielleicht jetzt deswegen das Auto nicht gekauft, weil ihnen das wichtig ist. Und ich habe auch verstanden, wie sie geantwortet haben. Hintergrund der Sache ist, dass man eben dieser Zuliefersituation nicht so richtig getraut hat. Der Lieferant kam eben aus dieser Kriegsregion und man dachte erst, okay, wir schauen uns das jetzt mal Monat für Monat an, kriegen wir das Material her, dann haben sie es verbaut, dann war allerdings diese Liefersituation immer stabiler, aber trotzdem nie so 100%. Also haben sie nie den Mut gehabt, das in die Preisliste reinzupacken, weil man wollte auch keine Kunden verärgern und dann wieder hinterher entschädigen. Und so ist das irgendwie Monat für Monat gelaufen. Und man hat uns natürlich auch nicht informiert und hätte gesagt, ja, wisst ihr was, so 90%, 95% der Autos, die haben es, manche nicht. Das hat man einfach ja, sozusagen unter den Teppich gekehrt. Andererseits ist es natürlich eine richtig coole Funktion, wäre natürlich auch schön gewesen, wenn wir die Kunden entsprechend informiert hätten, weil da hätten sich sicherlich auch einige gefreut. Apropos freuen, ich freue mich natürlich für die Zuschauer, die es genauso wie ich nicht wussten. Und seht es auch ein wenig eurem Mazda-Händler nach, der euch wahrscheinlich dann auch genau die gleiche Aussage gegenüber getroffen hat, dass es das eben nicht gibt. Wie gesagt, ich war selber auch sehr überrascht und ich stecke schon ziemlich tief in diesem Thema drin. Aber manchmal denkt man einfach nicht drüber nach, es auch mal auszuprobieren. Vielleicht gibt es diese Funktion ja doch. Wenn wir aber bei dieser Funktion sind, möchte ich euch gerne noch einen Tipp mitgeben, denn das sehe ich relativ häufig bei den Kunden, die diese Funktion haben. Die benutzen sie relativ häufig falsch. Und zwar sieht man in der Werbung immer mal wieder so eine Art Gewedel hier. Das heißt, dass man hier eben rumwedelt und versucht, dass die Heckklappe sich öffnet. Dieser Sensor hier ist allerdings anders programmiert. Das ist ein sogenannter Kick-Sensor. Das heißt, er reagiert besonders gut auf diese Bewegung. Einfach so ein Kick nach unten und dann funktioniert diese Heckklappe ganz gut. Es funktioniert auch mit diesen Wedeln manchmal, aber viel besser funktioniert es eben mit dieser Kick-Funktion. Und das ist auch nochmal vielleicht ein ganz wichtiger Hinweis von euch, wenn es manchmal eben nicht so funktioniert, wie ihr denkt.
Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video einen wertvollen Tipp wiedergeben. Ich freue mich natürlich besonders für die Zuschauer, die das genauso wie ich nicht wussten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst uns auf jeden Fall auch einen Daumen nach oben da. Denkt auch dran, unseren Kanal zu abonnieren. Das ist absolut kostenlos für euch. Und wenn ihr die Glocke drückt, dann kriegt ihr natürlich immer eine Info, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Apropos Video, wenn ihr wollt, ich habe auch noch ein passendes Video hier hochgeladen, wie man die Höhe der Hecklappenfunktion einstellen kann. Es ist ziemlich einfach, verlinke ich euch hier drüben einfach mal. Könnt ihr gerne hier im Anschluss von diesem Video mal draufdrücken. Und ansonsten hätte ich gesagt, sehen wir uns wieder beim nächsten Video.